leicht zu beantworten und andere sind sehr detailliert und schwierig. Vor allem diejenigen Fragen, die sich auf konkrete Personen beziehen, wo dargestellt wird, was die Person alles mitgemacht hat und was jetzt ihr Problem ist oder warum sie das eine oder andere nicht machen kann. Solche Falldarstellungen sind so ähnlich, wie wenn ein Arzt einen Brief bekommt, wo drin steht, ich habe die und die Schmerzen und Probleme, was soll ich tun? Und dann wird der Arzt höchstwahrscheinlich sagen, kommen Sie in meine Praxis. Weil Symptome allein noch keine Diagnose zulassen. Und dasselbe gilt auch im seelischen, geistlichen Bereich. Also man muss wirklich arbeiten mit den Leuten, damit man auch eine Diagnose stellen kann. Und wenn das nicht geschieht, dann wird man sicherlich das Falsche raten. Also das ist die eine Sache. Dann, so viel wir wissen, gibt es keine weiblichen Nephilim, nur männliche. Und sie können getötet werden, sie sind also sterblich, sie sind auch in der Sintflut alle ertrunken. Und ja, aber ich denke, unser Job ist, geistlich zu kämpfen und nicht mit Pistolen und Schwertern. Außer mit dem Schwert des Geistes. Wie erkenne ich, ob eine Spaltung oder eine Programmierung vorliegt? Es gibt keine Programmierung ohne Spaltung, aber es gibt Spaltungen ohne Programmierung. Und auch hier ist wieder, man muss einfach mit der Person arbeiten und dann merkt man, ob da noch mehr im Busch ist oder nicht. Und dann war noch eine Frage, ob, wenn also ein Kind homosexuell missbraucht worden ist, ob das zwangsläufig zu einer Spaltung führt. Und die Antwort ist ziemlich sicher ja. Wenn das also bis zum Alter von 6, 7 Jahren erfolgt ist, dann ist es ganz sicher eine Spaltung, und zwar meistens auch in einen männlichen und weiblichen Teil. Okay, so viel erstmal. Die anderen Sachen werden irgendwann auch so mit beantwortet werden, und wenn nicht, dann werden die Fragesteller ermutigt, da persönlich zu kontaktieren. Das muss nicht hier passieren. Man kann ihn auch in Syrakus anrufen oder skypen, und dann antwortet er gerne auch detailliert auf Fragen. Also soweit erstmal. Gut, so, okay. Okay. We're going to continue on with Dan and his presentation. Wir machen gleich weiter mit Dan und mit seiner Präsentation. And then we're going to give time for Susan to tell her story. Und dann gebe ich Susan Zeit, ihre Geschichte zu erzählen. And what unique contribution that she has. Und den ganz besonderen oder einzigartigen Beitrag, den sie hat. Is how can these things stay hidden for so long? Yeah. Nämlich die Frage, wie können solche Dinge so lange verborgen bleiben? Okay. Do you need to come up there? Yeah, is this going to be the Do you want to do the slide? That kind of helps. you want to hold a mic and stand up here? Yeah, I can do that. Ja. Then just make sure you're going to sit so people can see the Yeah, I was going to sit down. Now, is that... You have a laser pointer, or does it matter?
Wir wollten weiter haben, ja? Not just looking and remind myself of what they are, or where they are. Give me. Pause there. We have a pointer. I must throw it. I have in the hall. But I have not here. It's okay. I don't think this is the big. Is there It's the first. first one? Yes, it's the first. Oh, okay. They came out differently. Okay. Yes? Then she has this thing. Can you go to this one? Here? Yes, it's okay. What is this? So where's your point? Do we need it? Oh, okay. Okay. This is a PowerPoint that a brother helped me make 13 years ago. Das ist also eine PowerPoint-Präsentation, bei der mir ein Bruder geholfen hat, vor 13 Jahren die zusammenzustellen. So I've been working for probably about 10 years, I think, whenever I had enough to do these drawings. Und ich habe seit ungefähr 10 Jahren verwende ich die, wo ich dann genug Wissen hatte, um diese Zeichnungen zusammenzustellen. So some of it I've tweaked a little bit, but basically this is kind of my inner world and structure. Und ja, das mag vielleicht ein bisschen verwirrend ausschauen, aber im Wesentlichen ist es meine innere Welt oder innere Struktur. Somebody said to me one time, it might have been Doug, when I drew this, he said, that looks like a bullet. Bullet from a gun. Ja. Kugel nehmen. What do you want with the bullet? To shoot it into the body of Christ. It's made into a weapon, a bullet. Okay, also jemand hat es angeschaut und hat gesagt, also du bist ja wie eine Kugel, die auf den Leib Christi abgefeuert worden ist. So, this, you see where, Danny. Danny is my presenter. Also, hier ist, oben seht ihr Danny. Danny ist meine Hauptpersönlichkeit. And this makes up what I'm going to call the realm of the soul. Und das ist hier so der Bereich der Seele. Now, so the presenter encapsulates the realm of the soul. But if you see this right here, Und die Hauptpersönlichkeit, die schließt sozusagen die ganzen anderen ein. Und aber was hier gezeichnet ist, this is what is basically presenting. And I drew diagonal lines showing a lot of fracturing. aber ich habe also hier ganz viele diagonale Linien eingezeichnet und das bedeutet ganz viel Zerbruch und Fragmentierung. A lot of times ritual abuse is meant to just produce just a fracturing to the point of what appears to be dust as far as your personhood. Und sehr oft wird also ritueller Missbrauch getrieben, um die Seele so zu zerbrechen, dass am Ende wirklich nur noch Staub übrig bleibt. What happens is that, in my case, I become whoever I need to be to the people I'm with in the moment. Und bei mir war es so, ich sollte also jemand werden, der ich sein musste für die Leute, mit denen ich im Moment zusammen war. That's called a chameleon effect. Also ein Chamäleon-Effekt. So, but then right behind it, there was kind of like a generator here. Und dahinter ist so eine Art Generator. And there's another slide that will describe this. Und hier gibt es noch eine Folie, die das hier etwas beschreibt und zeigt. But these are altars in the realm of the soul. Und das sind also andere Persönlichkeiten, also Altars im Bereich der Seele. Because my basic name is Daniel Michael George. Also mein Grundname ist Daniel, Michael und Georg.
what happened in the realm of the soul is that Michael would have a split, so there'd be like two parts of a coin. Und es gab also dann eine Teilung, sodass also Michael ein eigener Teil wurde, so aber wie zwei Teile einer Münze. So one side is Michael, the other is Michelle. Und die eine Seite ist Michael und das andere ist Michaela. And then the same for Daniel and Danielle. Und dasselbe galt dann auch für Daniel und Daniela. Now, I'm going to talk about this a little bit more in a few minutes. Also ich werde gleich ein paar Minuten noch näher darauf eingehen. Whenever we got past this, we got to what appeared to me at the time to be my new birth experience at 18 months. Und als wir über diese Sachen dann hinauskamen, kamen wir zu dieser Erfahrung der neuen Geburt im Alter von ungefähr 18 Monaten. Now, so as I see this, if I said this is me as Daniel, und wenn ich also jetzt sagen würde, das bin ich als Daniel, and then off of that there was Michael, or at that time I called him Alexander, und dann bin ich also zu Michael fragmentiert worden oder in dieser Zeit Alexander. and then that which represented extreme rebellion, George, or never again. Und das hier hat dann einen sehr rebellischen George gebracht oder so ein Nie wieder. And then at the time I saw Michael as going into hell and also going into heaven. Und nach einiger Zeit habe ich gesehen, wie Michael in die Hölle und auch in den Himmel gegangen ist. Now I can see more clearly that I had, in this core split, again, this is in the realm of the soul. I thought I was dealing with the realm of the spirit at this point. Und ich muss jetzt nochmal sagen, das ist alles im Bereich der Seele. Ich habe eigentlich gedacht, dass das schon im Bereich des Geistes wäre an dem Punkt. But what, we were not having a real good resolution as I kind of went round and round at this level. Es gab also hier keine wirkliche gute Lösung. Ich bin immer wieder um diesen Punkt herum gewandert oder ja, mich immer um diesen Punkt gedreht. But one day, of course I had been here for a while, but one day I was actually driving Doug and Lori to the airport. Und also ich war ja schon eine ganze Zeit unterwegs und eines Tages habe ich Doug und Lori zum Flughafen gebracht. And I've been praying about why this wasn't resolving. Und ich habe darum gebetet und gefragt, warum löst sich diese Sache nicht auf? So while I'm driving on the freeway, und als ich da auf der Autobahn gefahren bin, I just let go inside and dropped down into another place. habe ich mich innerlich losgelassen und plötzlich fiel ich in einen anderen Ort hinein. I see. Oh, okay. Yeah, So you dropped from 18 months to 15 months. there was Geht nicht? I'm sorry. Can I? Du kannst blättern. You can bring it here. It's here. Oh, okay. It's for you. Oh, I'm sorry. Oh, there it is right there. You can see, this is where I was. This is where I was right here. Und ihr könnt es sehen, also das ist hier oben, das ist das, wo ich war, wo ich mich immer gedreht habe im Kreis. Und dann war ich also plötzlich hier unten. This whole experience came from the memories of sitting on Joseph Mengele's lap. Diese Erinnerungen kamen davon, wo ich also auf dem Schoß von Josef Mengele saß. And I think it was at this level, all Dan knew was Mengele was your father, is that correct? Und
Yes, I had quite a bit of time with him here in Germany. Und bis zu dem Zeitpunkt hat Dan gedacht, dass Josef Mengele sein Vater wäre, und er hat etliche Zeit mit ihm verbracht, auch in Deutschland. What I remembered with Mengele was this, everything I talked about with my biological father as far as the book of John. Was ich mich noch erinnere an die Zeit mit Josef Mengele, alles, woran ich mich erinnere mit meinem biologischen Vater, der aus dem Johannesevangelium vorgelesen hat. It happened, but it was not the point whenever divine life was a part of me. Das ist passiert, aber das war nicht der Punkt, wo dieses göttliche Leben in mich hineingekommen ist. So the event that was occurred with Josef Mengele Also die Sache, die bei Josef Mengele passiert ist, was a screen memory to shield his true new birth identity with his biological father. war also eine projizierte Erinnerung, wie auf einen Bildschirm projizierte Erinnerung, um die tatsächliche Erfahrung abzuschotten, dass man da nicht hinkäme. As long as this area was hidden, there was not resolution. Und solange dieser Bereich verborgen war, gab es auch keine Lösung. Not only that, the molestation by my biological father was hidden. Und die Belästigung oder die Vergewaltigung durch meinen biologischen Vater war verborgen. So the color green represents the soul, where the purple represents the spirit. Und die grüne Farbe repräsentiert die Seele, während diese lila Farbe den Geist repräsentiert. When I got to this area, I began to have some significant resolution to issues. Als ich in diese Ebene hineinkam, gab es bezeichnende Veränderungen und Lösungen. Now, the next slide is going to kind of define what's happening here. Die nächste Folie zeigt, was hier in diesem Bereich der alternativen Persönlichkeiten passiert oder geschehen ist. In the realm of this deep level of dissociation, In dem Bereich der tiefen Ebene der Dissoziation, there are steps that the adversary will use to take us into these different levels or dimensions. Gibt es also Schritte, die der Widersacher uns führen will in die verschiedenen Ebenen oder Dimensionen hinein. So here I am as what I described a while ago as the presenter Danny, the chameleon. Und hier ist also nochmal das, was ich beschrieben habe als Hauptpersönlichkeit oder nach außen hin sichtbare Persönlichkeit, Danny. So whenever the occult wanted to bring about a ritual, Und wenn immer die okkulte Welt wollte, dass ich ein Ritual mache, they would elicit an angriness in the realm of my soul. And I call that the occult presenter. It was right behind the outward presenter. dann haben sie als Trigger sozusagen einen gewissen inneren Zorn benutzt, und dann war direkt hinter diesem freundlichen christlichen Hauptpersönlichkeit eine okkulte Hauptpersönlichkeit. And generally, this area it housed a great deal of anger. Und speziell in diesem Bereich, da lebt ganz viel Zorn. And unfortunately, to my shame, that it usually represented an occasion for ritual sexual activity in the occult. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass dies auch zu ganz viel ritueller, sexueller Aktivität im Okkulten geführt hat. And that ritual activity carries power with it. Und diese rituelle Aktivität bringt natürlich auch Macht und Kraft mit sich. And that opened a realm, a dimensional realm. It's not like we left or went anywhere, but it opened up realms into that which carried me right over into another level.
Und diese Kraft, das ist jetzt nicht lokal zu sehen, sondern in der Seele bin ich in einen anderen Bereich noch reingekommen, nämlich hier in diese tiefere Ebene. So here I am in the realm of in the realm of the soul. I'm Daniel. Und hier bin ich also im Bereich der Seele und da heiße ich Daniel. And then there would be a woman involved. Und da ist auch eine Frau mit dabei. And there would be preparation for ritual activity. Und da gibt es Vorbereitungen für rituelle Aktivitäten. And we're talking deeper than just ritual sex. Und ich spreche also von tieferem als nur rituellem Sex. But who I am in this capacity knew that this is not right. Aber derjenige, der ich in diesem Fassungs- und Wahrnehmungsvermögen war, ich wusste, das ist nicht recht. And I'd had kind of like a judging anger over the situation. I wanted to do something about it. Und ich hatte so einen Zorn, der da geurteilt hat und der wollte eigentlich nicht dahin, wo ich war. But in my mentality, something bad's going to happen to a woman. Aber in meinem Bewusstsein, dass irgendetwas Schlimmes mit einer Frau passiert. So if I just flip the coin over and become Danielle, Und so hat sich die Münze einfach gedreht und ich wurde zur Daniela. as if I think that I can do that, and as a woman help the woman. Und ich dachte, dass ich das dann tun könnte. Also ich könnte der Frau helfen als Frau. But that's really, I'm really helpless. Aber in dem Augenblick fühlte ich mich also auch sehr, sehr hilflos. And that brought me into a state of submissive passivity. Und das hat dazu geführt, dass ich mich unterwürfig, passiv verhalten habe. Now in the occult, there are positions called like Aeneas and Alexander. Also im Okkulten gibt es Positionen und die werden Aeneas und Alexander genannt. Aeneas is little, Der Aeneas, der ist klein, and Alexander is large or adult. und Alexander ist groß oder erwachsen. The reports we have, Aeneas, of course, is the founder of the Roman Empire. Und den Bericht, den wir haben, ist, dass Aeneas der Gründer des römischen Imperiums ist. He's the seminal head of Romulus and Remus. Und er ist See, Aeneas is the original founder of the Roman Empire, ja, ancient Rome. also und er ist so der Ursprung von Romulus und Remus, dieser Aeneas, und dieser okkulte Ursprung des Römischen Reiches. And Alexander is, of course, the leopard in Daniel chapter 7. Und Alexander ist der Leopard in Daniel 7. And the reports is this is the actual personal name of the Antichrist. Und der Bericht ist auch das, dass dies der erste tatsächliche Name für den Antichristen gewesen ist. So in my phenomenology, I would present in this area as a small boy. Und also in meiner Persönlichkeit bin ich dann auf dieser Ebene als kleiner Junge aufgetreten oder habe mich als kleiner Junge präsentiert. And the woman, whoever that woman would be, brought to me, usually someone that I would be close to. Und die Frau, wer immer dies gewesen sein mag, auf jeden Fall jemand, dem ich nahe gewesen bin, would be drawn out toward me as her and a mother figure toward me as a little child. und sie als Mutterfigur hat mich sozusagen zu einem kleinen Kind gemacht. And then the coin would flip, and then there would be the representation of the adult Alexander type, or the leopard. Und dann schlägt die Münze wieder um und dann bin ich jetzt der erwachsene Alexander-Typ oder der Leopard. And the sum total of all that's going on in the context of this Und was hier alles abgeht im Zusammenhang hier ist,
represented the opportunity for the manifestation of Satan himself. Hier hat sich die Gelegenheit geboten, dass Satan selbst sich manifestieren konnte. Usually these occasions represented blood sacrifice as well as ritual activity. Und diese Aktivitäten haben dann Blutopfer beinhaltet oder rituelle Aktivitäten. So you don't just go from a presenter to this area and then back again without steps. Also man kommt nicht von dieser Hauptpersönlichkeit gleich da oben zum Alexander ohne Zwischenstufen. And usually, whenever the ritual is over, then there is that in a woman who's been devastated. Und wann immer, wenn das Ritual dann vorbei ist, dann ist da irgendetwas in einer Frau verwüstet oder zerstört. And that's the occasion when Alexander turns back to the little Aeneas. Und das ist dann der Punkt, wo aus dem Alexander wieder der kleine Aeneas wird. And you move from one-dimensional realm into another. Und dann bewegst du dich von einer Dimension in die nächste weiter. And then, so here I am as Michael, seeing the terrible situation that the woman's in. Und hier bin ich jetzt wieder die Identität Michael und ich sehe die furchtbare Situation, in der die Frauen sind. And so I want to help this woman. Und so möchte ich diesen Frauen wieder helfen. But I can't help her because she's just been molested by a male. Aber ich kann ihr nicht helfen, weil sie von einem Mann belästigt worden ist oder missbraucht worden ist. So I have to flip the coin to become Michelle so I can help her. Und deshalb muss ich die Münze wieder umdrehen und zu Michelle werden oder Michaela, damit ich ihr helfen kann. Now, helping in this sense has to do with keeping someone alive. Und helfen in dem Zusammenhang heißt, jemanden am Leben erhalten. Because when you get to this level, Also wenn du in dieser Ebene bist and you become dysfunctional, und du verlierst jede Kontrolle über dich and you cannot be taken back to your presenter level, und du kannst nicht wieder zurückgeführt werden zu deiner Hauptpersönlichkeit. you're a liability to the enemy. Liability? Yeah, you're a hindrance. They're going to have to do something about it. Dann bist du also ein Hindernis für den Feind. If you can't come back to here, then you have to be put to death. Wenn du nicht wieder zurückkommst zu der Ausgangsposition, dann musst du getötet werden. So it becomes extremely important to me as Michelle to do whatever I can to help fix this person so she can make it back herself to the presenter. Und deshalb war es für mich ganz wichtig auf dieser Ebene, dass ich anderen geholfen habe, wieder zurück aus dieser oberen Ebene in die normale Hauptpersönlichkeit zu kommen. And so as that happens, then there's a melting back into the occult presenter and then back to who I am as Danny, and it all closes off. Und nachdem das passiert ist, gehe ich also zurück in diese okkulte Hauptpersönlichkeit, Dan, und dann bin ich wieder der freundliche und liebe Danny. So does this represent amnesia and does this represent amnesia? Yes, I was going to say. So Danny remembers nothing about all this and who I am in this, just behind the surface. I do not remember any of this. Also Danny weiß überhaupt nichts von dem, was da oben vor sich geht, und auch die Hauptpersönlichkeit auf der okkulten Seite hat keinen Zugang, keinen Erinnerungszugang zu dem, was dann weiter oben alles abgeht. Now, this is all in the realm of the soul, and this has to do not with, this right here does not have anything to do with core activity. Das ist jetzt alles in der Seele, was da passiert, und es hat nichts mit dieser Aktivität im Personenkern zu tun. It's when you get up here, just past this, that you are dealing in the realm of the deepest level of the spirit. Und erst wenn man ganz oben ist auf dieser Alexander-Ebene, dann kommt man in die ganz tiefen Bereiche des Geistes hinein. Just take a second, look and see what else. Sorry, Dan, would that mean the second heavens? Ich wollte Yes, einfach I fragen, think, yeah. denn bedeutet es dann
dass man da im zweiten Himmel ist. So your operation as Alexander the leopard will be then in the second heavens. That's the place, yes, that's the place where Satan manifests. I mean, he can manifest anywhere, but I believe that's where his greatest degree of manifestation is. Yeah, and so you have to climb the ladder, sorry. You have to be taken through steps to that point. Also diese Alexander-Aktivität ist im zweiten Himmel und das ist auch der Ort, wo sich Satan am liebsten manifestiert. Er kann sich überall manifestieren, aber da oben hat er wahrscheinlich die größte Macht. Und diese Zwischenstufen sind sozusagen Aufstieg in den zweiten Himmel. Okay. I think that really, at this point, I mean, there are other things, but at this point, this really... Okay, so we can just... You're done. You're done. With that, just now, I'm done with this yet. And we'll just talk a little bit about the interaction between myself and Susan and then turn it over to her. Is that okay? Yes. Ja. Und Okay, now, that's just kind of an outlay of how things went. das ist so ein Schema, wie die Dinge gegangen sind. Now that had to do with some extreme ritual activity that gave Satan the opportunity for manifesting. Und das hat also zu tun mit einigen extremen rituellen Dingen, die Satan die Gelegenheit gaben, sich zu manifestieren. So now I'm going to go back to what I was talking about a while ago as far as the 15-month-old and being made into a savior. Und jetzt möchte ich nochmal zurückgehen zu der Zeit, wo ich ungefähr 15 Monate alt war und zu einer Art Retter oder Heiland gemacht worden bin. So I, at 15 months, was made to believe that I needed to die on behalf of the friends of Jesus. Mit 15 Jahren wurde ich also zu dem Glauben gebracht, dass ich sterben müsste, um der Freunde Jesu willen. And this began a series of activity meant to train me into extending my soul out. Und das führte dazu, dass ich trainiert wurde, dass ich meine Seele ausstrecken konnte oder ausdehnen konnte. When I was 2 years old, I was present at Susan's birth. Mit 2 Jahren war ich dabei, als Susan geboren wurde. Now, she was made an extreme focal point in my life. Und sie wurde zu einem extremen Zentrum in meinem Leben. You know, the adversary, he uses so much of the scripture in certain ways. Und der Widersacher, der gebraucht so viel von der Schrift in bestimmten Weisen. I have described how I was being made into a Christ in the body of Christ. Und ich habe schon beschrieben, wie ich zu einem Christus im Leib Christi gemacht worden bin. And she was made into a focal point for the bride. Und sie wurde sozusagen zu einem Brennpunkt für die Braut gemacht. So whenever she was born, it was a horrific event and her mother was killed. Als sie geboren wurde, das war auch ein furchtbares Ereignis und auch ihre Mutter ist getötet worden. And something happened so that a mother's love left her mother and came upon me. Und dabei ist etwas von der Mutterliebe, von der sterbenden Mutter auf mich übergegangen. And I became extremely responsible for her. Und ich wurde extrem verantwortlich für sie. And over the years, she was put into extreme death-type situations. Und über die Jahre wurde sie in extreme todesähnliche Erfahrungen gebracht. And in the situation, I was encouraged to take death for her. Und in diesen Situationen wurde ich ermutigt, den Tod für sie auf mich zu nehmen. Well, of course, I can't do it, but I was bonded to her, with her in these near-death experiences. Und natürlich konnte ich das nicht tun, aber ich war mit ihr so verbunden, dass ich
in diese Nahtoderfahrungen mit hinein verwickelt war. So over the years, I became more and more responsible. We were not together for long periods of time. Und über all die Jahre wurde ich immer mehr verantwortlich. Wir waren nicht lange zusammen, But we would be brought together in occasions of extreme distress. aber wir wurden immer dann zusammengebracht bei Gelegenheiten, wo also ganz viel extrem Aufregendes passiert ist. And of course, one of the places where this type of activity occurred Und eine der Orte, wo diese Aktivitäten geschahen, took place within the United Nations with many present. war in den Vereinten Nationen. In the United Nations in New York. Ja. These rituals took Yeah. place within the United Nations. Also diese Rituale haben in dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York stattgefunden. So in the context of this, the dynamics between Dan and Susan and others, Connie would be involved in too. Und also im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten mit Dan und Susan und Connie war dann auch irgendwo mit dabei, This power would be released to the various representations from around the world. wurde die Kraft dann freigesetzt auf die verschiedenen Repräsentanten, die von der ganzen Welt dorthin gekommen waren. Now I'm going to back up and talk just a little bit about the twinning effect. Ich habe ja schon etwas über diesen Effekt mit den Zwillingen gesprochen. Okay. We talked earlier about the fact that in the womb there was myself and another. Also wir haben darüber schon gesprochen, dass im Mutterleib ich selber und noch ein anderer gewesen ist. Another Daniel who was put to death at birth. Ein anderer Daniel, der bei der Geburt dann getötet wurde. But the embryo was divided 5 ways. Aber der Embryo war auf 5-fache Weise noch geteilt worden. Now, I'm Daniel at the deepest level. In my heart of hearts, I'm Daniel. Also ich bin Daniel in meinem tiefsten Level, also ganz unten in meinem Herzen bin ich Daniel. But it takes a long time to get to that point and place in counseling. Aber es braucht eine lange Zeit, bis man an diesen Ort und Platz in der Seelsorge kommt. As far as splits, like on the screen, there was the 15-month-old. Also wie wir da gesehen haben auf der Präsentation, gab es ja diese Spaltung hin zu diesen 15 Monate alten. The 3-core split around who I am as Daniel. Und diese dreifache Spaltung um diese Geburt herum ist Daniel. This is me at the core of my being Daniel. Das bin ich hier an diesen und so die innerste Persönlichkeit, nämlich Daniel. The little change was I thought this was me, and then that Michael was split. But here's Daniel, and then in the spirit, Daniel, Michael, George. Also hier bin ich, die Ausgangsposition als Daniel, aber dann durch diese Spaltung kam es zu Daniel, Michael und George. And the same thing in the soul. You have the center of this realm of the soul, deep in the soul, as Daniel. Und dasselbe in der Seele, du hast ja dieses Zentrum im Bereich der Seele ganz unten, nämlich Daniel. And then on the periphery of the soul, there's Daniel, Michael, George. Und dann an der Peripherie der Seele, das Daniel, Michael und George. Okay. So, in interacting with Susanna and others, Also in meiner Beziehung mit Susanne und anderen I could either be Daniel or Michael or George. konnte ich entweder Daniel oder Michael oder George sein. The irony is that I also interacted with 3 sisters of hers. Und ich habe auch Beziehungen zu 3 Schwestern von ihr. And we're talking identical. Just like my brothers were, the other 3 that I described were all identical. Ich spreche also von identischen Geschwistern, denn meine 3 brothers. Yeah, 3 others, yeah. Ja, ja. Also meine 3 Brüder, die waren alle identisch. But those brothers who are real and who are alive today, according to the testimony of so many, Aber meine Brüder, die wirklich sind und heute noch leben, gemäß dem
Zeugnis von vielen anderen. There's one named Daniel, Einer heißt auch Daniel, and one named Michael, einer heißt Michael and one named George. und der dritte heißt George. These are not Christians, Und das sind alles keine Christen. and they are cult active. Und sie sind noch im Kult aktiv. And they're not DID either. They're not dissociated. Und die sind nicht dissoziiert. They are given over to the occult for a satanic agenda. Sie sind einfach dem Okkulten übergeben worden für die satanische Agenda. And Susanna's history, she has multiple ones, but I was interacting with 3 sisters that are identical to her. Also Susanna wurde gespalten und ich hatte auch Kontakt oder Beziehungen zu 4 identischen Schwestern von ihr. There's Susanna, 3. Okay, und die heißen also Susanne, Michelle, Michelle and Rebecca. und Rebecca, also 3 Schwestern. So through our history, not only did I have different presenters as far as Daniel, Michael, George, In meiner Geschichte hatte ich nicht nur unterschiedliche Hauptpersönlichkeiten, nämlich Daniel und Michael und George, but I was interacting with her, and she had 3 parts, more than that, but there were 3 parts I interacted with that were Susanna, Michelle, Rebecca. und ich habe also mit ihr Beziehungen gehabt und sie hatte also auch 3, natürlich auch viele mehr, aber 3, mit denen ich besonders Kontakt hatte, nämlich Rebecca, Michelle und Susanna. And of course, the internal Daniel, Michael, George had corresponding bonds with Rebecca, Michelle, Susanna, and they were very intricate bonds. Und jeder dieser Unterpersönlichkeiten hatte starke Bindungen zu Rebecca und zu Michelle und zu Susanne aufgebaut. So I had bonds with her. Also ich hatte Bindungen an sie, I had bonds with her sisters, ich hatte auch Bindungen an ihre Schwestern and she had some bonds with me, und sie hatte auch einige Bindungen an mich and she had some bonds with my brothers. und sie hatte auch Bindungen mit meinen Brüdern. And now we have come to realize Und jetzt kamen wir dahin, dass wir erkennen konnten oder mussten, that above this, dass über dem Allen that there has been interaction es auch Beziehungen gab und Austausch with 3 fallen angels. mit 3 gefallenen Engeln. And these angels are masquerading Und diese Engel haben sich verkleidet oder maskiert as Daniel, Michael, and George. als Daniel, Michael und George. And so if you talk about some confusion, Und wenn du also von etwas Verwirrung sprichst, this is all meant to keep you in Don't feel such, bad. it's all meant to keep you so confused that you can't disentangle yourself. Und es ist also alles gemacht, damit du so verwirrt bist, dass du selber den Knoten nicht lösen kannst. And as a counselor, I didn't have to figure any of this out. Und als Seelsorger musste ich das alles rausfinden. I just do the work of helping Nee, er them musste connect. nicht rausfinden. Er musste das nicht rausfinden. Also er muss es nicht herausfinden, okay. And I just do the work of, just do the good DID work. Ich habe einfach nur diese gute DID-Arbeit geleistet, By spirit-directed warfare, durch vom Heiligen Geist geführte Kriegsführung. releasing the neshama in these people, Und ich habe den Neshama in diesen Leuten freigesetzt. and all this knowing comes from them, not from me. Und all das Wissen kommt von denen und nicht von mir. I just get to sit back and watch it. Ich habe mich einfach zurückgelehnt und habe das beobachtet. Well, I ask the Lord release their lives so they can be here today like they are. Also ich habe den Herrn natürlich gebeten, die freizusetzen, damit sie heute hier sind und sind auch wer sie sind. So these represent a tremendous number of bonds.
Dies repräsentiert natürlich eine wirklich Unmenge Bindungen. Now, I've never been around my brothers, Daniel, Michael, and George. Ich war nicht mit meinen Brüdern Daniel, Michael und George zusammen, But I've been symbiotically united with them. aber ich bin irgendwie in einer Art Symbiose mit ihnen verbunden. And I know of their presence by two ways. Und ich weiß auf zwei Wege um ihre Gegenwart. One is by the testimony of so many women. Die eine ist durch das Zeugnis von so vielen Frauen. And just simply by the revelation of God that the events sometimes they talk about Oder ganz einfach durch das Zeugnis Gottes, dass wenn ich über diese Ereignisse spreche, didn't represent me, das mich also nicht repräsentiert, but it represented a brother. sondern den Bruder repräsentierte. You know, you can try to take responsibility for something someone else did, Du kannst natürlich versuchen, Verantwortung zu übernehmen für etwas, was jemand anders getan hat, but it does not work. aber das funktioniert nicht. So I had to separate out that which I was responsible for Und deshalb musste ich das auseinanderklamüsern, das, wofür ich verantwortlich war, and that which they're responsible for. und das, wofür die anderen verantwortlich waren. And through these bonds, and of course until they were disconnected, Durch diese Bindungen und natürlich, weil sie getrennt waren, diese Einzelpersönlichkeiten, represented connections through with these brothers. Repräsentierten die Verbindungen zu den Brüdern. So when they were going to rituals, Wenn sie also dann zu Ritualen gingen, the effects that was taking place in these rituals waren die Effekte, die durch diese Rituale ausgelöst wurden, were being transferred to Dan. die wurden auf Dan übertragen und zu ihm hin transferiert. So as we're moving along and I'm gaining more of myself, Und während wir also uns weiter bewegten und ich mehr und mehr zu mir selber, von mir selber gewonnen habe, and as the revelation came that there were brothers, und als die Offenbarung kam, dass es auch Brüder gibt, then I was able to disengage from them und ich also dann fähig war, mich von ihnen zu lösen, then there was the revelation of these three angelic beings. dann kam diese Offenbarung von diesen drei Engelswesen, Because they were, each one was seeking to impress upon me the characteristics of these brothers. und jede von ihnen versuchte, mir die Charakteristika der Brüder sozusagen aufzudrücken. So I could confess my sins, Und so konnte ich also meine Sünde bekennen, but then I would live under the guilt of what they were doing. aber dann lebte ich noch unter der Last der Schuld von dem, was sie getan haben. So, I mean, my eyes had to be open to the effects of these creatures on me. Und deshalb musste ich meine Augen offen halten, welchen Effekt oder welche Auswirkungen diese Engel auf mich hatten. Then I had the power, once I had the light, I had the power to command these creatures and their effects off of me. Und als ich einmal das Licht Gottes hatte, hatte ich auch die Vollmacht und die Kraft, diesen Kreaturen zu befehlen, dass sie gehen mussten. Now, there are also hybrids that go by the same name. Und es gibt dann auch noch Hybriden, die denselben Namen tragen. In this case, Daniel, Michael, George. Also in dem Fall ebenfalls Daniel, Michael und George. And Michael is a hybrid son of Susanna. Und Michael ist ein Hybridsohn von Susanne. So as long as Dan is bonded to Susanna, Das heißt, solange Dan mit Susanne verbunden war and Susanna is bonded to her son as mother and wife, und wie Susanne an ihren Sohn gebunden war als Mutter und Ehefrau her hybrid son is Michael. und ihr Hybridsohn ist Michael, That's a direct link and bond with the principality, Michael. und da gibt es einen direkten Zugang und auch
ein Band an dieses Fürstentum, Michael. And right behind Michael is Satan himself. Und direkt hinter Michael steht Satan selber. And you know the phrase, or we have a phrase where like a person can give himself to his work. Wir haben einen Satz, der sagt, eine Person kann sich entweder ganz in seine Arbeit hineingeben. Does that make sense? Does that, Macht I'm das? so devoted I give myself to something. Also ich kann so hingebungsvoll sein, dass ich mich selbst in die Arbeit da hineinstürze und in der Arbeit aufgehe. And you can be so devoted to a person that you give yourself to that person. Und so kann man auch einer Person gegenüber so hingegeben sein. Okay, so I was so devoted to Susan Und ich war also Susan gegenüber so hingegeben. in these events where I believed I needed to do all I could to help her. Und diese Ereignisse, wo ich gedacht habe, ich müsste so viel tun, wie ich nur könnte, um ihr zu helfen. And I would give myself to her. Und ich habe tatsächlich mich ihr gegeben. And we're talking about something not physical, but the immaterial. Und ich spreche nicht über etwas Physisches, sondern über etwas Immaterielles. And of course, this giving would pass through her to Michael and all the way up to Satan. That was my next statement. Und tatsächlich Just don't want to miss it. durch diese Hingabe gab es auch einen Aufstieg bis hin zu Satan. Because it's, as I've given to Susanna, and then in her relationship with her son and husband, as it were, she can explain that, but she would give herself to. Denn in ihren Beziehungen zu ihrem Sohn Michael und ihrem Ehemann ist sie auch bis zu Satan aufgestiegen. Let me just say something here as a counselor. Also ich möchte jetzt noch etwas sagen als Seelsorger. So I'll be working with Dan. Ich habe also mit Dan gearbeitet. I would lead him in a prayer. Ich habe ihn im Gebet angeleitet We'd go back to that bond with Susanna. und ich bin zurück auf dieses Band zu Susanne. And every time I gave myself to her to protect her, Und jedes Mal, seitdem ich also mein Leben ihr gegeben habe, um sie zu schützen. and then every time Susanna gave herself to her hybrid son, Und jedes Mal, wenn Susanne sich ihren hybriden Sohn hingegeben hat, who was wholly given over to Satan, der völlig dem Teufel übergeben worden war, we had to position himself in that connection with Susanna. He would just align himself with that bond with Susanna. und er hat sich sozusagen wieder mit Susanne ganz eng verbunden und so in einer Linie mit ihr gestanden. And all that I am, he would pray, all that I am in my new birth identity, Und er hat dann gebetet, alles was ich bin in meiner neuen Geburtsidentität, I reach right through Susanna, das gebe ich direkt an Susanne weiter, through Susanna into her son, durch Susanne in ihren Sohn through her son to the principality Michael, und durch ihren Sohn dem Fürstentum Michael through Michael into Satan himself, und durch Michael Satan selber. and I pull back and take back to myself. Und ich ziehe das dann zurück und nehme mich selber wieder zurück. All that Satan stole from me Alles, was Satan von mir gestohlen hat, when I gave myself to Susan to protect her. wenn ich mich selbst Susanne hingebe als Beschützer. And there are always visible effects when you give it. Und dann gab es immer sichtbare Auswirkungen, wenn ihr das getan habt. Because there's all kinds of stuff, but these particular events happened from the Christian heart. What I was giving, Also es gibt ja verschiedene Dinge und verschiedene Geschehnisse, aber diese Sache kam direkt aus meinem christlichen Herzen. Und ich habe ja gegeben. what I was giving was out from the Christian heart. Also was ich gegeben habe, habe ich aus meinem christlichen Herzen gegeben. Well, just that, I mean, we're talking about Satan, when we were talking about the shields, we're talking about his capturing divine life. Also wir haben jetzt über Satan gesprochen und über seine Schilde und wie er das göttliche Leben gefangen genommen hat. There's a way he can shiver off something of ourself at the deepest level.
Und da gibt es auch etwas, was er im tiefsten Level meines Selbst so richtig abschütteln kann von mir. And through these kind of situations, he's able to take to himself something of our divine essence. Und bei diesen Aktivitäten hat er immer etwas weggenommen von mir selber, wegen dieser satanischen Aktivitäten. Dan, do you mean Divine. He said divine. Yeah, God-given. Divine. God-given essence? Divine. Er, hat Also von, Yeah, God-given essence. er wollte die From the new göttliche birth. Essenz haben. Satan was actually stealing ja, ja, something. also ich weiß nicht, ob es jetzt klar geworden ist. Satan hat sozusagen etwas abgeschüttelt von seiner göttlichen Natur und Existenz und hat es ihm gestohlen durch diese Aktivitäten. Now why would Satan want to do that? Und warum wollte Satan sowas tun? Ezekiel 28, he was the sealing pattern of perfection. Ezekiel 28, er war das Siegel der You Vollkommenheit. see all these beautiful stones in his body. Und ihr seht all diese wunderbaren Steine in seinem Leib. So when he fell, he lost some of that beauty and splendor. Und als er fiel, hat er etwas von dieser Schönheit und dem Glanz verloren. So the new birth essence and identity is filled with splendor. Und die neue Geburt und Identität ist mit Glanz und Herrlichkeit gefüllt. And if he can siphon off and take to himself any of that essence, Und wenn er etwas abbekommen kann und für sich selber gebrauchen kann an diesem Wesen, and he can masquerade as someone beautiful when it's all stolen. dann kann er sich eben als Engel des Lichts darstellen. Wenn ihm das fehlt, dann funktioniert es nicht. He's not only a murderer, but he's a thief. Er ist nicht nur ein Mörder, sondern auch ein Dieb. Okay, we'll do it slowly with slides and pictures. Also wir machen das langsam mit Folien und Bildern. When we do the understanding of Neshama Wenn wir dann die Neshama verstehen and how Satan can steal from a born-again believer. und wie Satan etwas stehlen kann von einem wiedergeborenen At Gläubigen. this level that we're speaking about. In diesem Level, von dem wir jetzt sprechen. And just to help you, because you must know my teacher head, I have pictures, so I see in pictures. Und um euch zu helfen, und mein Lehrergehirn sieht einfach Bilder vor sich. Okay, I don't know who scribbled here, but this wasn't me. Okay. That's Also, mine. Was it yours? Okay. was hier steht, So das you war, know what you're going to talk about here. Hallelujah. das war nicht mein Bild, und deshalb blende ich es mal um. This is the human, on the human level. Und Human das- beings, flesh and blood, us. Also die Ebene der Menschen, des menschlichen Wesens, das Ja, sind wie- wir mit Fleisch und Blut. Here we have the kings of the earth. Und hier haben wir die Könige der Erde. And we know Psalm 2 says that the kings of the earth come together and try to take God out. Und wir kennen aus Psalm 2, Vers 6, dass die Könige der Welt zusammenkommen und versuchen, Gott vom Thron zu And stürzen. God laughs at them. Und Gott lacht sie aus. Okay, so that's the kings of the earth. Also das hier sind die Könige der Erde. And Dan is speaking about the whole bloodline and King George, and all his story is to do with the kings of the earth, the 13 guys that came together, the 13 bloodlines. Und das, was Daniel jetzt gesagt hat, das war, dass also diese 13 verschiedenen Blutlinien da zusammengekommen sind. Also all diese Könige der Erde sich da vereinigt haben in ihrer Vorfahrenlinie und in ihrer Schuld. Okay, the next level is your Nephilim, Die nächste Ebene sind die Nephilim. which is the mix between your principality, fallen angels, and humans. Und das ist eine Mischung aus diesen Fürstentümern, also den gefallenen Engeln und den Menschen. And there is also a high council of Nephilim. Und da gibt es auch einen hohen Rat der Nephilim. Now, when Dan was speaking about the different levels of Daniel, Michael, George, Und als Daniel gerade über diese verschiedenen Ebenen von diesen gefallenen Engeln gesprochen hat, über
Michael und Daniel und George. Okay, not just the fallen angels. Also und überhaupt Just those three names. diese drei Namen beinhalten auch Engelsränge, also nicht nur die gefallenen Engel, sondern auch die Engel Gottes. Okay, so you have a Daniel, Michael, George, human level. Also es gibt eine menschliche Ebene von Daniel, Michael und George. You have Daniel, Michael, George, Nephilim level. Dann gibt es eine Daniel, Michael und George Nephilim And you Ebene. have Daniel, Michael, George, principality level, fallen angel level. Und dann hast du Daniel, Michael und George als Ebene unter den gefallenen Engeln, unter den Okay. Fürstentümern. So there's also a high council here with the principalities. Und dann gibt es noch diesen Hohen Rat mit diesen verschiedenen Fürstentümern. All of this consists of the rows of shields that defends this big guy. Und all dieses hier besteht aus Schilden, die diesen Typ da oben beschützen sollen. Alright, so you've also got 12 here. So there's 12 Nephilim, 12, we've got the kings of the earth, we've got 12 Nephilim, 12 high council principalities. Also man hat jetzt hier diese Nephilim 12 und dann nochmal 12, ein 12er Rat von den gefallenen Engeln, also von den Fürstentümern und Gewalten. Now you say, where do demons come from? Und jetzt fragen wir, woher kommen die Dämonen? Demons are just the dirty little workers. Dämonen sind einfach nur die schmutzigen kleinen Arbeiter. Okay, so from principalities you have the Ephesians 6 that explains the different levels that Paul was telling us in warfare. Und ab den Fürstentümern gibt es diese verschiedenen Kraft- und Würdegrade, von denen Paulus auch in Epheser 6 spricht, gegen die wir zu kämpfen haben. Okay, number 13 is Satan. Und die Nummer 13 ist Satan. So you've got the 12 surrounding number 13 in the middle. Also so habt ihr jetzt die 12, die die Nummer 13 in der Mitte umgibt. And as Doug said, that, you know, on all these levels, that forms the shield that we spoke about out of the book of Job, of Leviathan's shields. Und auf all diesen Leveln haben wir also gesprochen von den Schilden Leviathans aus dem Buch Hiob, die also so zusammenstehen und Satan selber schützen. Okay, and the monument that is standing just up the road, Und dieses Denkmal, das hier am Ende der Straße steht, you will see exactly the same kind of pattern. da seht ihr dasselbe Muster. 12 figures with one in the middle. Oben 12 Statuen und eine in der Mitte. Okay. Amanda, wo sind disembodied human spirits and synthetics einzuordnen? Wo sind, where in this scheme are embodied human spirits and humans, Disembodied Oh. human spirits. Humans, in other words, astral projected spirits. and synthetics. Look, this structure, Doug, you must help me. This structure has to do with second heaven, because that's what I was asking Dan when he said this was the deepest or the highest level of occult. And so obviously that will be where Satan operates. And Diese Sache hier hat mit dem zweiten Himmel zu tun, und deshalb hat Danny auch gesagt, das war das Tiefste, wo er okkult verwickelt war. Und ich habe ja nochmal extra gefragt, ob das dann im zweiten Himmel war, und hier wirkt eben Satan. And what I believe is that, you know, everything comes under this authority, and basically a demon, you know, the whole thing about Noah's Ark and what happened there with the Nephilim, that maybe you could share that, Doug. Well, just Also die häufigste Frage ist ja auch mit der Arche Noah und was da geschehen ist. Kannst du das auch beantworten?
First of all, to stay focused and be able to get through what we need to get through. Zunächst einmal, nicht uns zu verzetteln und dass wir wirklich alles behandeln können, was wir behandeln müssen. I've never needed to know anything about so-called human spirits to see people resolve. Never. Ich musste noch nie etwas von menschlichen Geistern wissen, um diese Disorder hier aufzulösen. Okay. So human spirits are not necessarily what they're perceived to be. Und Menschengeister sind nicht notwendigerweise das, für was sie sich vorgeben. Demons, according to Jewish demonology, Und Dämonen nach der jüdischen Dämonologie are the disembodied spirits of Nephilim. sind die körperlosen Geister der Nephilim. So a principality doesn't ask Jesus to go into a pig. Ein Fürstentum bittet Jesus nicht in ein Schwein fahren zu dürfen. They don't need a body, Die brauchen auch keinen Körper, but their first desire would be attached to a human being, and especially a Christian if they can. aber ihr erstes Verlangen ist, dass sie mit einem menschlichen Wesen verbunden sind und am besten noch mit einem Christen, wenn sie das können. And one more thing is that right below Satan, Und noch ein weiteres Ding, direkt unter Satan you have the manifestation of who he is as the dragon, habt ihr die Manifestation dessen, was er ist als Drache, the Antichrist and the false prophet, den Antichristus und den falschen Propheten. and they probably represent the very top echelon of the Council of 12. Und die machen sozusagen diesen innersten Kern von dem Rat der 12 aus. So the Council of 12 represent 9, Und dann besteht also dieser Hohe Rat sozusagen aus 9 with the dragon right in the center, und in der Mitte dann der Drache and the Antichrist and the false prophet on each side. und Antichrist und falscher Prophet je auf beiden Seiten. So Satan and then Yeah, it would just be that would be the top. It's a 9 and a 3 and a 1. Also unter Satan praktisch gibt es dann den Drachen und den Antichristen und den falschen Propheten, so als Art Dreieinigkeit. Und darunter dann die anderen 9, die, 9, 3. also 9, 3 und 1. who's an artist? Who But can go up? but the 1 and the dragon and Satan are one and the same. So it's 13 total. The dragon and Satan are one. Der Drache und Satan sind dann letztlich aber 1. Now, one thing, just so that you know that the number 9 is very significant, Eines, was ihr wissen müsst, dass die Zahl 9 sehr bedeutsam ist. in the breastplate of Lucifer before he fell, Auf der Brustplatte Luzifers, bevor er fiel, in Ezekiel 28 verses 11 and following, nach Ezekiel 28, 11 folgende, there are 9 gemstones. gab es 9 Edelsteine. And so 9 plus 3 represents the satanic hierarchy. Und so repräsentiert 9 plus 3 die satanische Hierarchie. And 9 is the number of judgment in the Bible. Und 9 ist auch die Nummer des Gerichts in der Bibel. It's all yours, Susie. Okay, this is now very small, Also das ist jetzt zwar ziemlich klein, but this gives you the idea. aber das gibt euch nochmal die Vorstellung. Satan's throne is in the middle of a triangle. Also Satans Thron ist mitten in einem Dreieck. Alright, protecting him, the main 3 guardians around him. Und ihn zu schützen sind die Haupt-3 Wächter um ihn herum. Antichrist, Der Antichrist, beast, das Tier, false prophet. der falsche Prophet. Okay, you read Revelation and you will see it. Und wenn ihr die Offenbarung lest, dann seht ihr das. And then right around the biggest circle on the outside will be the 9 Und that Doug spoke about. als größeren Kreis außenrum, also den nächsten
Wächter und Beschützer sind die 9. So that's your 12, Und so kommt ihr auf die 12. with number 13 on the throne. Und Nummer 13 auf dem Thron. Does that help you? Because it's helping me. Wenn es euch hilft, mir hat es jedenfalls Thank you, geholfen. Susan. We appreciate it. Danke, Susan. And of course, Michael is evidently the guardian angel of this monument, but over all of Germany. Und Michael ist der Wächterengel über dem Monument und auch der Wächterengel über ganz Deutschland. Okay, where's Michael here? Doug? Michael, the false prophet. Und, That's Susan, she'll fill that. Okay, und Michael ist hier der falsche Prophet. because in South Africa, In Südafrika we had a tremendous flow of, oh, we haven't even touched Tulsa and Oral Roberts University. We haven't touched it. also haben wir also eine ganz ja, aufregende Aktivität und wir haben auch noch nicht Tulsa berührt und die Oral Roberts Universität. That was a whole programming center. Diese Universität ist ein ganzes Programmierungszentrum. And God told Doug they were not allowed to leave Tulsa until the place was shut down. Und zu Doug wurde gesagt, sie dürften Tulsa nicht verlassen, bevor nicht diese Universität geschlossen worden ist. Now, the Rhema movement was very strong in South Africa. Rainbow. Rhema. Also die Rema-Bewegung war in Südafrika sehr stark. And the top students and pastors were taken to Tulsa for training. Und die Top-Studenten und Pastoren wurden nach Tulsa gebracht, um dort ausgebildet zu werden. And we had tremendous strong, oh man, everything to do with prophecy. When Doug came to Pretoria, it was manifesting all over the place. Also wir hatten dann sehr viel auch mit Prophetie zu tun, mit falscher. Und als Doug nach Pretoria kam, da haben sich diese Sachen überall manifestiert. He said, Amanda, what's going on here? Und er sagte, Amanda, was geht hier ab? People are running from prophecy to prophecy to prophecy, Die Leute rennen von einer Prophetie zur nächsten. but they have no foundation. Die haben überhaupt keine They Grundlage. don't know God. Die kennen Gott nicht. And that was the influence of the Rhema movement of faith and grace in our country. Und das war der Einfluss dieser Rema-Bewegung und diese Glauben- und Gnade-Bewegung in unserem Land. And then Sally stood up, that came to South Africa. Und dann ist Sally aufgestanden und sie kam ja mit nach She Südafrika. operated under the false prophet. Und sie hat unter dem falschen Propheten operiert. She repented and asked forgiveness for her role of what she did in the cult over South Africa. Und sie hat Buße getan und hat bekannt, welche Rolle sie im Kult gespielt hat im Blick auf Südafrika. It's scary. It's not nice to hear this. Und es ist wirklich erschreckend und gar nicht schön, das zu hören. But we've had many people's lives destroyed and confused because of this wrong foundation. Aber wir haben gesehen, dass das Leben von vielen Christen zerstört oder verwirrt worden ist wegen dieser falschen Grundlage. And people are running around from prophet to prophet Und die Leute laufen herum von einem Propheten zum anderen and not hearing from God themselves. und sie hören nicht selber von Gott. So they stay immature and babies. Und so bleiben sie immer unreif und Babys. And that's when deception can come in. Und dann kann auch die Täuschung reinkommen. And hear my heart. Und hört ihr mein Herz? We're not saying everybody that's ever gone to a Rhema church is now, deceived. Und wir sagen nicht, dass jeder, der jemals in einer Rema-Kirche gewesen ist, There are some good people. There are some good people. jetzt getäuscht ist. Da gibt es also wirklich sehr gute Leute dort, That have grown and that have really taken the responsibility to grow in the Word.
und die gewachsen sind und auch die Verantwortung übernommen haben, im Wort zu wachsen. But there has been a lot of deception. Aber es hat da ganz viel Täuschung auch stattgefunden.